Also, this is as perfect as it gets. Das ist eine Sealed Copy, wie ihr seht, eingeschweißt. Und wederlei Transportschäden, noch irgendwelche Schäden. Selbst die Einschweißungshülle ist perfekt. Haben wir hier nochmal das Beispiel. Die ist auch sealed. Nur wie du hier sehen kannst, ist hier schon leicht der Shrink Wrap open. Das macht zwar nichts, die Platte ist niegelnagelneu. Ist immer noch sealed, immer noch mint. Nur auf sowas sollte man schon darauf hinweisen. Ähnlich verhält sich mit Mint. Die Platte muss nicht zwangsweise eingeschweißt sein. Öfters halt so eine Folien hier. Aber ist halt nicht eingeschweißt. Und ich kann die halt hier rausnehmen, aber trotzdem noch eine neue Platte in der Hand. Manchmal merkt man halt auch noch, wenn du es so rausziehst, dass das hier echt noch nie geöffnet wurde. Ist trotzdem Mint. In dem Fall können wir sehen, dass das Label halt schief gepresst ist. Und hier betrifft es nur die Außenrille, die Auslaufrille, aber manchmal ist es halt so, dass es halt echt hier noch mit rüber geht. Und das heißt, dass wir theoretisch eine Mint-Platte haben, aber in dem Fall habe ich beim Abspielen Störgeräusche, sei es auch in der Auslaufrille. Und deswegen ist es G+, in dem Sinne würde ich sagen, es ist VG. Hier haben wir noch so einen Sonderfall. Das ist eine Schallplatte aus den 70ern. Jetzt keine große besondere, aber ich habe die jetzt mal rausgenommen, weil ich habe diese Platte hart im Verdacht, keine neue Platte, aber trotzdem noch eingeschweißt zu sein. Und das prüfen wir jetzt mal nach. Und die ist zwar sehr bright and shiny, und sogar hier noch so ein paar Stanzreste, aber die ist nicht neu. Hier sehen wir halt Kratzer drauf, Gebrauchsspuren. Die wurde zwar gut sauber gemacht, aber hier siehst du, dass sie einfach schon gespielt ist. Und das heißt, es gibt oft auch, vor allem aus Amiland, obwohl das jetzt eine UK-Pressung ist, Platten, die wieder eingeschweißt wurden. Sollte nicht der Fall sein, kann aber passieren. Für mich ist es die typische VG+. Ich sehe halt, dass sie leicht vom Lagern so kleine Abstände hat, aber das Cover ist trotzdem noch schön glänzig und shiny. Hier die Ecken sind auch so ein bisschen rein von der Lagerung benutzt, aber ich kann das Cover mir anschauen und kann es noch komplett genießen. Es sind nirgendwo irgendwelche Stellen drauf. Dementsprechend ist die Platte auch noch in einem super Top-Zustand. Ich sehe halt der Platte an, dass sie halt gespielt wurde. Das ist halt so das Entscheidende. Es können auch sogar hier so ein paar Fingerabdrücke drauf sein und hier so ein paar Scuffs. Aber im Großen und Ganzen sehe ich diese Platte und weiß, die spielt perfekt. Kann sein, was eigentlich VG Plus wäre. Ich meine, die hat ja hier jetzt so einen kleinen Corner. Aber halt, wenn jetzt da jemand sich drauf verewigt, so wie bei dieser Necro-Platte, dann ist das Cover schon VG. So, ein bisschen typischer für VG haben wir halt hier diese Black Moon Reissue. Dass wir halt, hier sehen wir einfach ganz viele kleinere Kratzer. Aber was heißt kleiner? Auf dieser Frequentität, oder wenn die so hoch frequentiert auf der Schallplatte sind, kann man davon ausgehen, dass diese Platte mit einem leichten Hintergrundrauschen spielt. So. Erstmal hat hier Rick seinen Namen vorne drauf geschrieben. Zweitens sehe ich, dass sie halt echt ein bisschen dreckig ist. Hier unten ist sie abgenutzt vom Lagern und sie hat einen sogenannten Cut Corner. Und deswegen ist das schon eine G+ Platte. Das ist ein Zustand, der schon eigentlich pur bzw. fair ist. Das heißt, immerhin hier unten am unteren Seam hält das Cover noch zusammen.
aber ansonsten kann von einem richtigen guten Zustand hier überhaupt nicht mehr die Rede sein. Hier ist sogar auch noch was draufgeschrieben. Hier unten ist das Cover einfach verdreckt, es ist komplett vergilbt. Hier hier ist mal Feuchtigkeit an das Cover gekommen und hat sich dementsprechend halt so ein Feuchtigkeitsschaden gebildet. Irgendjemand probiert zwar hier noch das mit Tape zusammenzuhalten, aber so sollte kein Cover mehr aussehen. Ich meine, in dem Fall ist es halt eine wertvollere Scheibe und eine rare Scheibe, deswegen könnte ich verstehen, warum man die sich zu Hause hinstellt, aber wie wir jetzt hier sehen, ist es keine Schallplatte, die du noch abspielen kannst. Nochmal zwischendurch ein bisschen ausfahren.